Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Tutorial. Ich möchte gerne zeigen, wie man dieses wunderschöne Ozean-Resin-Bild nachmachen kann. Und zwar braucht man dann zuerst mal so einen Malgrund aus Holz. Den habe ich mit Sand beklebt in zwei unterschiedlichen Farben und in verschiedenen Blautönen grundiert, einfach mit Acrylfarbe, verschiedene Töne, um so ein bisschen die Struktur des Ozeans nachzustellen. Dann habe ich das Ganze auf solche Plastikbecher gestellt. Da muss man natürlich schauen, dass das Ganze auch gerade ist. Was man dann noch benötigt, ist so eine Heißluftpistole, eine Zahnbürste und so ein Palettenmesser. Warum erkläre ich später? Jetzt erstmal zu den Farben. Ich habe hier das Epoxid angemischt mit verschiedenen Blautönen, mit Acrylfarbe und auch das Weiß natürlich für die Wellen später. Ich benutze hier so alte Joghurtbecher, das ist immer ganz gut. Und habe auch teilweise solche Silikoncups, die man dann öfter verwenden kann. Ich fange immer gerne mit der dunkelsten Farbe an. Wichtig ist, dass man vor dem Draufgießen noch einmal ein bisschen umrührt, um sicherzustellen, dass sich alles gut vermischt hat. Also das Epoxid, das Resin mit der Farbe. Und dann kann man es auch draufgießen. Das muss gar nicht mal so ordentlich sein. Einfach erstmal raufgießen. Und da dürfen sich die Farben ruhig ein bisschen vermischen, denn man will ja auch nachher, dass es relativ realistisch aussieht und wir verteilen das ja dann auch noch. Ja, hier kommt das sogenannte Palettenmesser ins Spiel gleich. Wenn das ganze Resin dann auf dem Bild verteilt ist, dann will man ja natürlich, dass es eine glatte Oberfläche bildet. Deshalb verstreiche ich das dann mit so einem Palettenmesser einmal. Das muss gar nicht ordentlich sein, das darf sich ruhig gut vermischen, aber man will natürlich sicherstellen, dass das Resin überall hinkommt. Ich ziehe dann das Resin bis fast an den Sand ran. Ich lasse so eine kleine Lücke, da kommt ja später das Weiß hin, aber das sollte schon relativ nah sein, damit man dann am Ende dort keine Lücke hat, wo einfach gar nichts ist. Das Ganze wird dann ordentlich verstrichen. Es darf an den Seiten ruhig ein bisschen runterlaufen. Die Seiten habe ich vorher mit so einem Malerkrepp getaped. Das heißt, da kann dann an dem Holz nichts passieren. Jetzt kommt die Heißluftpistole ins Spiel. Ich schalte dort zwar eine niedrige Stufe, aber eine relativ hohe Temperatur ein, um einfach die Bläschen, die entstanden sind beim Rühren, aus dem Resin rauszubekommen. Das sieht man dann ganz schön, wenn man mit der Heißluftpistole drüber geht, dann kommen die alle nach oben und zerplatzen dann, sodass man am Ende eine glatte Oberfläche bekommt. Jetzt kommt das weiße Resin ins Spiel. Auch hier schaue ich nochmal, dass sich alles gut vermischt hat. Und um die Welle zu kreieren, ziehe ich dann eine feine weiße Linie entlang des aufgeklebten Sandes. Ich stelle dann die Heißluftpistole auf eine relativ hohe Stufe, aber niedrige Temperatur und fahre erstmal entlang der weißen Linie. Ich mache das so im 45 Grad Winkel, das funktioniert ganz gut und man sieht jetzt hier schon, wie sich dort schön die Welle bildet, wie sich einzelne kleine Zellen bilden und genau das wollen wir erreichen. Eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, die aber super wichtig ist, dass man immer entsprechende Schutzkleidung trägt, wenn man mit Resin arbeitet. Also ich trage vor allem immer Handschuhe. Das ist ganz wichtig, weil letztendlich ist dieses Resin eine Chemikalie und es sollte auf keinen Fall an die Haut gelangen. Am besten trägt man auch eine Atemschutzmaske und macht das Ganze in einer gut belüfteten Umgebung. Ich mache das zum Beispiel immer auf meinem Balkon. Ja, hier sieht man auch schon, wie ich die zweite Linie gezogen habe. Dort habe ich ein paar dünnere weiße Linien gezogen, die ich dann auch wieder mit dem Heißluftföhn in Wellen verwandelt habe. Hier ist ganz wichtig, wenn man nicht möchte, dass sich das Blau und das Weiß so ein bisschen vermischt, dann sollte man vorher eine Linie mit klarem Resin ziehen. Dann funktioniert das auf jeden Fall auch ohne, dass sich das Ganze vermischt.
Um die Wellen ein bisschen realistischer zu gestalten, möchte ich gerne noch einen Trick zeigen. Dazu braucht man eine Zahnbürste und reinen Alkohol. Den bekommt man zum Beispiel in der Apotheke. Und den träufelt man über die Zahnbürste und spritzt damit über die weißen Wellen. Und dann entstehen so kleine Zellen, die das Ganze noch realistischer aussehen lassen. Ich habe dann hier das Bild noch ein bisschen ausgebessert. Ich wollte vorne am Strand eine klare, gerade Linie haben. Deshalb habe ich nochmal eine kleine Schicht Weiß darüber gegossen. Wichtig ist aber auf jeden Fall immer, wenn man mit Resin arbeitet, dass man den Punkt erkennt, an dem es gut genug ist oder an dem es schön ist, weil oft passiert es nämlich, dass wenn man dann zu viel macht, dass man sich das Endergebnis dann auch schnell wieder kaputt macht und dann ärgert man sich nachher umso mehr. Also immer zwischendurch mal überlegen, ist das jetzt schon gut genug oder muss ich da noch was machen? Jetzt kommt nochmal die Zahnbürste zum Einsatz und dann habe ich mit einem Holzspachtel nochmal geschaut, dass keine Staubfäden oder ähnliches auf der Oberfläche sind. Dann wird das Ganze noch ein letztes Mal auf niedriger Stufe, aber mit großer Hitze geföhnt, damit wirklich alle Blasen rauskommen. Damit auch beim Trocknen kein Staub in die Oberfläche gerät, habe ich hier so eine Plastikbox, die wird dann einfach drüber gestülpt und dann kann das Ganze in Ruhe für ca. 24 Stunden trocknen. Ich zeige gleich noch das finale Resultat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Ich plane in Zukunft öfter solche Videos. Und wenn du magst, lass auch gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Und schau auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, @Wellenwerkstatt. Und ja, das ist jetzt hier das finale Resultat. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du schaust bald mal wieder vorbei.